Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Anita Rubik Anita, woher kommst du? aus Lebach, Ja, im Saarland. Saarland. Ja, Und wie oft warst du in Medjugorje? 6-mal, 6-mal. Warum kommst du immer wieder? weil die Gottesmutter einen ruft. Kannst du das für jemanden beschreiben, der keine Ahnung hat von Medjugorje und sagt, wie ruft die Mutter Gottes jemand? Wie funktioniert das? Das heißt immer, wenn man einmal da war, sie ruft, dass man wiederkommt. Ja. Wenn das auch lange dauert, aber irgendwann ist es so. Das spürt man im Herzen, dieses Ja. Verlangen einfach. Ganz genau, Ja. ganz genau. Und wenn man einmal hier war, hat man das Verlangen, nochmal zu kommen. Und vor allem, man tankt, man kriegt Kraft für die nächste Zeit. Und es ist einfach eine andere Atmosphäre. Und ich würde sagen, wer hier noch nicht war, der sollte mal hierher kommen. Ja, ist schön ausgedrückt. Einfach diese Atmosphäre mal einatmen, Ja. auf sich wirken lassen. Ganz genau. Und du warst immer katholisch, dein Ja. ganzes Leben? Ja. Nie Ja. irgendwie abgefallen? Nein. Oder? Nein, nein. Das nein. kommt durch die Eltern, oder? Dass deine Eltern haben das vorgelebt. Ja, das und ich war auch als Kind schon geprägt, denn ich habe ein sehr großes Verlangen nach immer einem Kreuz gehabt. Ich habe immer Jesus als Kind verehrt und die Gottesmutter genauso. Ja? Und daher, ich nehme an, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe und ist auch geblieben. Und je älter man wird, umso mehr wird man dann dran gebunden. Ja. Und du weißt, in Medjugorje ist die Beichte zentral. Man nennt es der Beichtstuhl der Welt, Ja. Medjugorje. Ja. Kannst du Leuten erklären, was die Schönheit der Beichte ist? Weil in Deutschland denken die Leute, man geht in eine dunkle Kammer und man sieht den Priester nicht. Nein. Und alle haben Angst und würden aber vielleicht gerne mal gehen, um wirklich sich zu erleichtern, Das ist alles die Angst. auszusprechen. Das ist was die ist Angst, die Schönheit? die Leute haben. Ja. Warum muss man keine Angst haben? Es fällt einem nicht ganz so leicht, auch mir nicht. Aber trotzdem weiß man, dass man vergeben bekommt und das sollte eigentlich sich jeder mal vor Augen halten. Dass man mal in einer Sünde nicht weiterlebt, sondern es mal abladet und vor allen Dingen auf Jesus vertraut. Genau. Weil ich glaube, man kann nur vertrauen einem Gott, den man richtig versteht. Viele Leute denken, ich glaube auch in Deutschland, dass der liebe Gott ein alter Mann ist mit einem weißen Bart, der nur wartet, dass man Fehler macht und dann happy ist, um uns die Hölle zu schicken. Und es hat ein katholischer Diakon aus Österreich im Interview gesagt, es ist ein teuflisches Götterbild. Wie ist Gott wirklich? Der ist nicht der böse alte Mann mit dem weißen Bart. Kannst du ihn beschreiben? Du hast ihn kennengelernt, du vertraust ihm. Total. Ja. Total. Wie ist der? Beschreib mal, Gott den Vater. Es ist ja eine Person. Ja? Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. 3 in einem, genau. 3 in einem. Ja. Du kannst sie ja nicht trennen. Sie gehören zusammen. Genau. Und wie ist Gott der Vater? Wie ist sein Charakter? Ich würde sagen, man muss ihm sehr vertrauen und muss an ihn glauben. Ja. Wer den Glauben nicht hat, ist auch kein Vertrauen da. Genau. Also ist er für dich ein liebevoller, guter. Total. Ja. Total. Weil das ist er ja. Steht in der Bibel, Gott ist die Liebe. Ja, Und in ihm Total. gibt es keine Dunkelheit. Nein. Das ist die Wahrheit über ihn. das ist die Wahrheit. Genau. Ganz Und da kann man ihm genau. auch vertrauen. Natürlich. Kann Und- man Menschen vertrauen? Ja, Nein, nur Gott. genau. Genau, richtig. Wenn Er Menschen lügt kommen nicht, und er gehen. betrügt nicht, er ist immer für einen da und man kann immer zu ihm kommen. Und du sprichst auch mit ihm wie mit einem Freund, wenn du morgens aufwachst, sagst, das ist auf meinem Programm heute, Ja. ist es okay und Ja. so weiter. Ja. Und hast du die Erfahrung gemacht, dass wenn du lebst, wie es im Vater Unser steht, dein Wille geschehe in meinem Leben, dass du glücklicher bist, zufriedener? Vor allen Dingen, wenn man morgens aufsteht und man sagt, Jesus, ich gebe dir alles ab, sorge du, dann ist das schon in Ordnung. Und du spürst, es ist schön, du fühlst Ja. dich dann erleichtert, Ja. fröhlich, im Frieden. Ja, ja. Das steht auch in der Bibel. Ich bin Gott, ich kämpfe für euch, gebt mir alles ab. Das ist das Geheimnis von Medjugorje, was die Mutter Gottes sagt, lebt in seinem Willen und dann geht es euch gut. Genau. Und du hast ja? hier auch die Erfahrung gemacht, dann geht es dir gut? Ja, das Ja, ist mein Frieden im Herzen. mein Morgenritual und es ist mein Abendritual. Wow, schön. Bevor ich ins Bett gehe, gehe ich zu Jesus und danke ihm und sage ihm, ich gebe dir alles ab, sorge du. Und du hast gesehen, es funktioniert? Ja, Auch es Prüfungen funktioniert. gehabt? Ja. Und wer sagt, das wäre nicht wahr,
der hat das nie kennengelernt. Und das wünschen wir allen, weil du jetzt lächelst, du, weil das, Ja. das kann man mit dem Lächeln sagen, oder? Ja, Das ist, weil ja, es ja. wirklich so schön ist. Wir müssen gar nichts ja. machen. Es ist ernst. Ja. Es ist richtiger Ernst. Ja. Also man sollte wirklich das Vertrauen zu Jesus und auch zu seiner Mutter, da man nämlich hingeht und meint, die Gottesmutter wäre ja nur eine Bittstellerin und man würde sie anbeten. Das stimmt nicht. Genau. Das stimmt überhaupt nicht. Das muss man sagen, ist protestantische Propaganda, weil es stimmt Ja. überhaupt nicht. Wir beten die nicht als Göttin an, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist der feminine Weg. Wie hat mal jemand im Interview gesagt, für ihn war das selbst ein bisschen, das war jemand aus Belgien, hat gesagt, für mich war das selbst zu Jesus zu gehen mit all dem, was ich gemacht habe. Aber dieser mütterliche Weg, Durch Maria durch zu Maria Jesus. zu Jesus zu gehen, viel ist ihm einfacher gefallen. Und er ist jetzt wieder zurück in der katholischen Kirche Ja. durch Maria. Sie führt nur zu ihrem Sohn. Sie, genau. Und viele schimpfen. Dann sage ich immer, wäre die Gottesmutter nicht, wäre Jesus nicht. Genau. Das ist ein Widerspruch. Ohne die Mutter Gottes gäbe es Jesus überhaupt nicht. Genau. Genau richtig. Ganz einfach eigentlich. Ja, Ne? eben. Es gibt ja auch ein Buch Genau. von Maria zu Jesus, durch Maria zu Jesus. Und das ist, was hier stimmt. passiert. Und das ist, was hier passiert, ne? Das stimmt wirklich. Also ich sage immer, ich kann über viele Sachen Zeugnis geben. Da bräuchte ich heute nicht mehr aufzuhören. Und was ist bei dir hier in Medjugorje passiert? Vor etlichen Jahren, 1989, war ich hier in Medjugorje. Warum? Was hast du gedacht, als du das erste Mal davon Ich gehört hast? wusste gar nichts. Ja? Aber du wolltest her. Ja, meine Mutter war noch dabei, hat mich da mitgeholt. Und dann ging ich mit einer Nonne morgens um 6 Uhr oben aufs Fritziwagen. Und da hat sie mich gefragt und dann habe ich gesagt, ich gehe mit. Und was ich dort erlebt habe, das kann ich bis zum heutigen Tag bezeugen. Was Wir ist sind passiert? dort oben hingegangen und da waren lauter Regenbogenfarben auf dem Boden. Da habe ich schon überall rumgeguckt und habe gedacht, na komisch, kann ja keine Regenbogenfarben hier sind. Dann ging eine Schwester mit mir und dann habe ich zu der gesagt, sie sollte bitte mal schauen, was das wäre. Regelrechte Regenbogen. Da sagte sie zu mir, nein, ich sehe nichts. Da sagte ich zu ihr, Schwester Hildegard, ich sehe doch das, schauen Sie mal genau. Da sagte sie, nein, Anita sieht, ich sehe nichts. Ich sagte, ich verstehe ich nicht. Dann sagte sie, es gibt Menschen, die sehen mehr als andere und du bist eine davon. Ja. Das ist die Ja. Wahrheit. Hochsensible Menschen. Man trifft viele hier in Medjugorje, Ja. die diese Gabe hat, Ja, ein bisschen das zu sehen, was da noch mehr ist. ja. Und was ist Medjugorje für dich? Wie soll ich es ausdrücken? Also es ist für mich inneren Frieden. Das ist wirklich so. Ich habe das auch. Ich kam aus Malta zurück und habe hier eine erste Tour gemacht. Und habe gedacht, das ist was Besonderes hier. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so, man sagt ja, es ist auch der Beistuhl der Welt. Wie normal es ist? Der Beistuhl der Welt Jawohl. ist ja hier auch. Ne? Und ich bin ganz ehrlich, ich war jahrelang nicht. Und dann ging ich immer an den Beistuhl und ging wieder. Da habe ich gedacht, nein. Aber ehrlich gesagt, ich hatte mir ein Herz genommen, bin rein. Ja. Und von dieser Stunde an habe Ja. ich die Beichte regelmäßig beibehalten. Weil es was Schönes ist, Ja. Erleichterndes, oder? Erzähl, Ja. wie ist es für dich gewesen? Was ist da passiert dann? Ich kann das nicht genau sagen, aber man kann leicht raus. Total leicht, als hätte man mich ausgetauscht. Fröhlich, Ja, erleichtert. leicht. Es war ihm richtig leicht. Ja. Dass man jeden umarmen will und sagen, Ja, man ist irgendwie mit einem schweren Herzen geht man rein, mit einem leichten Herzen geht man raus. genau so ist es. Und dann sagt unser Glauben, dass wenn wir im Stand der Gnade sind, dann können wir zur Heiligen Messe gehen und die Eucharistie empfangen. Es sieht irgendwie so aus, dass die Menschen nicht mehr wissen, was die Eucharistie ist. Kannst du erklären, was Bitte, das passiert? habe ich nicht ganz verstanden. Es sieht so aus, wenn wir im Stand der Gnade sind, also Ja. gebeichtet haben, dann können wir zur Heiligen Messe gehen und Ja. die Kommunion empfangen, Heilige Ja. Kommunion empfangen. Es scheint so zu sein, dass viele Menschen nicht mehr wissen, was die Heilige Kommunion, die Eucharistie ist. Kannst du erklären ein bisschen? Die Eucharistie ist nun mal das Größte, was auf der Welt gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist nicht nur eine Hostie zu schlucken oder aufzulösen, sondern er ist es persönlich. Jesus Christus, Ja. Leib und Blut. Ja, Um es klarzustellen, was es ist.
dann muss man sich auch mal vorstellen, wenn man sein Herz sieht und sein Blut, dann weiß man, was es ist. Wie nochmal, das ist schön, was du sagst. Wenn man dann im geistigen Auge sieht, dass man das Herz und das Blut Jesu sieht, das ist Eucharistie. Das ist Eucharistie. Ja. Für unsere protestantischen Freunde, die sagen, die so die Verbindung suchen mit Jesus, das ist die intimste Verbindung, die man Ja. mit Jesus haben kann. Ja, Und bist du dann auch glücklich, wenn du aus der Messe Natürlich. rausgehst? Das ist immer glücklich Ja. eigentlich, oder? Ja. Jeder sucht die Medizin fürs Herz, Ja, und für die die ist Seele. es. Und das ist die die Medizin. ist sie. Ja, Ganz sicher, genau. oder? Ja, Und für dich der Rosenkranz? Alle beten hier den Sehr. Rosenkranz? sehr. Warum? Was ist so wertvoll an dem Rosenkranz? Erstens mal kommt man selbst zur Ruhe. Man muss aber die Geheimnisse im Kopf mitgehen oder im Stillen. Und dann ist man richtig dabei. Also man muss diese Geheimnisse sich geistig vorstellen. Wenn ich zum Beispiel den Rosenkranz, den Schmerzhaften bete, dann bin ich bei jedem Gesetz dabei, was passiert mit Jesus. Und dann muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht anfange zu heulen. Und es ist, wie du sagst, aber vielleicht einmal, das kann man Schritt für Schritt machen. Du bist schon weiter als andere. Man kann mit einer Dekade anfangen. Genau, langsam. Einfach langsam, Schritt für Schritt. Es kann es nicht jeder direkt. Das ist eine Übungssache. Genau. Man muss das üben. Jeden Tag ein kleines bisschen eingesetzt. Das ist schon mal der Anfang. Und dann kommt nach und nach das andere. Schön, wie du sagst. Und was sagst du, wenn du jetzt nach Hause gehst? Was sagst du Leuten über Medjugorje? Die fragen dich, warst du wieder in Medjugorje? Was sagst du denen? Ich sage immer zu denen, sie sollten mal dort sein. Warum? Ja, weil diese Atmosphäre hier anders ist. Ja, genau. Es hat jeder Wallfahrtsort seines gewissen Etwas. Aber hier ist wieder was anderes. Und hast du einen Lieblingsort hier in Medjugorje für dich? Nein, eigentlich nicht. Alles. Wir wollten jetzt mal auf den Erscheinungsberg, aber dieser Hitze, muss ich ganz ehrlich sagen, schaffe ich im Moment nicht. Nein, genau, weil Wir jetzt im müssen Sommer warten. zu heiß. Ja, es ist zu heiß. Genau. Es ist zu heiß. Und schau, die Mutter Gottes hat gefügt, dass wir uns getroffen haben. Irgendwie, oder? Genau, Schön. genau. Das ist, Das hat sich so gewollt. und Ne? das ist auch ein bisschen Medjugorje, immer wieder diese Zufälle, oder? Was da so passiert, was Leute einem sagen über sein Leben. Es gibt was ja keine auch schon passiert. Zufälle. Genau, es sind keine Es gibt Zufälle. keine Zufälle. Speziell hier in Sind Medjugorje. alle von Gott gewollt. Amen. Gibt keinen Zufall, gibt es keine. Und du hast einen Lieblingsheiligen? Hast du einen Lieblingsheiligen? Zurzeit der heilige Schabel. Ah, Saint Charbel, warum? Weil ich habe den ausgesucht, der spricht nicht viel. Ja? Und wenn man sich an ihn wendet, er hilft. Saint Ich habe Charbel das selbst erlebt? jetzt erlebt. Ja. Warum? Was passiert? Ich habe irgendwie so welche gewisse Probleme gehabt und habe ihn angerufen. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes Hilfe eingetreten. Ganz sicher. Bei mir auch. Ich kannte Schabel nicht. Nochmal zu betonen, der heilige Charbel aus dem Libanon. Das Ja. ist wichtig, studiert den mal. Das ist ein unglaublicher Ich habe Heiliger. nur gesagt, der passt zu mir. Zu mir auch. Ein Mystiker. Ja? Ich habe nie gewusst, was von dem. Ja. Und wir waren in Sivanich und Ja. die verehren den Schabel. Ja. Da ging ich mal hin und da sagte Frau zu mir, kennst du den? Na, ich sagte, nein. Er sagt, aber ich würde sagen, das ist der Richtige. Den habe ich gesucht, den habe ich gefunden. Der ist nämlich ruhig. Ja. Genau, ein sehr, sehr bedächtiger Ja. Mensch. Ja, Wow. Und noch, am Ende nochmal was? Du bist katholisch und bist Ja. glücklich katholisch. ja, Und jetzt eine kleine Werbung für unseren katholischen Glauben. Warum findest du den katholischen Glauben so schön? weil er der Schönste ist. Warum? Weil ich weiß es nicht, es gibt vielleicht andere, gibt ja andere Religionen, aber es geht ja um Christus und die Gottesmutter. Und das ist der schönste Glaube, den man haben kann. Und dann verändert sich dein Gesicht, du strahlst und hast den Frieden. Schön. Ja. Und das ist unser Glauben, der führt zum Frieden und zur Freude. Ja. Viele Leute Den suchen kann das. man weitergeben. Genau. Ja. Und viele Leute suchen das, auch in Deutschland. Wir können nur anregen, gebt der katholischen Kirche mal wieder eine Chance. Müssen wir, Genau. Der Müssen Mutter wir. Gottes einen Rosenkranz beten, die schönste Meditation. ganz genau. Kraftvoll. Das ist Meditieren, Genau, das wenn man ist einen Rosenkranz hat. und effektiv. Ja. Gebete werden erhört, siehst du auch bei dir? Dass, Bitte? wenn du den Rosenkranz betest, dass Gebete erhört werden?
Sehr. Es dauert zwar manchmal lange, aber die macht ja nicht gerade, was wir wollen. Ne? Genau. Und auch besser so. Hast du auch die Erfahrung gemacht? Ja. Ich auch. Ja. Dass mein Wille nicht der beste Nein, oft ist. nein, wir glauben immer. Aber es ist denen ihr Wille. Ich sage auch immer, dein Wille geschehe, nicht meiner. Ja, das sage ich jetzt auch. Und das ist das Geheimnis, oder ist wirklich kein Geheimnis, weil es im Vater unser steht. Dein Wille geschehe und dann werden wir wirklich glücklich, oder? Ja, und vor allem, es ist ja nicht immer, man ist ja nicht immer so drauf. Aber wenn man sagt, dein Wille geschehe, man muss das begreifen. Wir Menschen wollen alles selber machen. Alles. Ob es dann Gottes Wille ist oder nicht. Wir können das aber nicht, also überlass es wir besser ihm. Ne? Und, genau. Und du bist auch glücklich danach, wenn es nicht geklappt hat, siehst du, oh Gott, zum Glück hat es nicht geklappt. Ja, man weiß nie, warum es gut war. Ne? Ja, also oft Wenn es weiß nicht man es aber dann geklappt doch, warum es nicht passiert ist, oder? Genau. Man sagt, Ganz- oh, danke, lieber Gott, oder? Ja, ganz Deswegen genau. einfach beten, Sicherheitsklausel, wenn ihr jemand zuhört und betet immer, dein Wille geschehe Ja. als Sicherheitsklausel Ja, ja. im Gebet, dann Ja, ja. wird's gut. Da muss man sich echt dran festhalten. Dein Wille geschehe. Ne? Und dann wird man glücklich und strahlt wie du. Danke für dieses schöne Interview. Gerne.